Heute habe ich einen Interviewgast bei mir, und zwar der liebe Phil von Sonamatic, wird ein bisschen über die eigene App und die Reise berichten. Von dem her, bleibt dran, wird ein spannendes Interview. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um die Apps mit Jamit Labs. Wie gerade schon angekündigt, habe ich heute den lieben Phil bei mir von der Firma Sonamatic. Von dem her, erzähl doch vielleicht als allererstes mal, was macht ihr denn bei Sonamatic? Na klar, Sonamatic ist eine Audioanwendung zur Stärkung der mentalen Fitness, der mentalen Gesundheit, der kognitiven Fitness, um gesünderen Schlaf zu finden, um die Konzentration zu stärken, die Resilienz zu fördern und das alles einfach durch Zuhören. Also gerade Resilienz ist ja ein Begriff, den über Corona doch immer mal wieder in den Medien waren, aber vielleicht ist es noch nicht jedem ein Begriff. Von dem her erklär doch vielleicht noch mal kurz, was mit Resilienz gemeint ist. Auch in erster Linie geht es dabei darum, dass man sich mit herausfordernden, vielleicht schwierigen Situationen vorwiegend oder vor allem im Kopf entsprechend auseinandersetzen kann und lernt, damit effizient umzugehen und da Lösungen herbeizuführen. Und das Ganze funktioniert dann im Grunde, indem ich über die App, die ihr dann da habt, eben Musikklänge und so weiter anhöre, richtig? Genau, also zum einen arbeiten wir da mit verschiedenen Sounddesign-Techniken, um unsere Musikwelten, um Klangwelten zu schaffen, die dich auch dabei unterstützen, dass es dir besser geht, dass du dich wohler fühlst. Und wahlweise haben wir alle unsere Programme auch noch sprachlich begleitet, sprachlich moderiert. Sehr, sehr cool. Ich kenne ja die Idee schon eine ganze Weile, aber wie seid ihr denn damals da drauf gekommen? So, ich sag mal, welche Vision oder welches Ziel stand da dahinter, dass ihr jetzt irgendwie auf die Idee kamt, in die Richtung wollen wir mal gehen? Das kam tatsächlich über ein Kundenprojekt in der Agentur, in der ich mit dem anderen Gründer, meinem Partner, dem Andreas Lehnert, zusammen lange gearbeitet habe, der United Creation. Der Kunde war eine große Freizeitbäder, Wellness-Thermenkette hier in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und die wollten für ihre Thermenbereiche einfach ein Musikprogramm, ein Audioprogramm, was da das Wohlbefinden der Gäste unterstützt. So ähnlich wie man das auch hier aus den Caracalla-Thermen zum Beispiel in Baden-Baden kennt, wo schon, wenn du in die Tiefgarage reinfährst, dich so ein Tropfsteinhöhlen-Ambiente irgendwie begrüßt. Und ja, da habe ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Gehör und Hören und Wirkungen von Sounds auf Körper und Geist auch und Wohlbefinden auseinandergesetzt. Andreas hatte in der Vergangenheit über ein anderes Projekt der Agentur, über die HHP, Home Health Products, hier ein Unternehmen aus Belgien, was auch in Karlsruhe einen Sitz hat, bereits mit verschiedenen Soundtechniken zu tun gehabt und hat bereits mit verschiedenen Soundtechniken gearbeitet, die in so eine Richtung gehen. Und ja, da haben wir uns ziemlich reingefuchst, umfangreiches Projekt und haben dann auch verschiedene Tests mit den Sounds, die wir da kreiert haben, mit dem Bäder Publikum machen können. Die Geschäftsführer der Bäder haben uns da sehr, sehr schön zugespielt und einer war dann tatsächlich so begeistert davon, dass er gesagt hat, hey, das ist so ein gutes Projekt, lass uns doch versuchen, das auf eigene Beine zu stellen. Und dann haben wir angefangen, Sonamatic, damals noch Audiomed, etwas konkreter und umfangreicher anzugehen und haben dann mit verschiedenen Sprechern, die wir aus der Agentur kannten, verschiedenen Musikern, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, in damals Berlin, Hamburg und Karlsruhe die ersten Audioprogramme gemacht, konnten die auch umfangreich testen in den Thermen mit Kunden, Besuchern dort. Ja, und haben das über die Zeit immer mehr und mehr feingeschliffen, bis es dann letztendlich in die erste App-Iteration gemündet ist, die du auch kennst und die ihr ja bei Jamit Labs von Anfang an mit begleitet habt oder die ihr umgesetzt habt. Ja. Genau, also ich glaube, das war dann so der Zeitpunkt, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ihr kommt ja eben aus einem zwar Agentur-Business, aber jetzt natürlich nicht unbedingt App-Business, von dem her war das schon was Neues. Mittlerweile ist es so, dass die Entwicklung in eigene Hand gegangen ist. Also wir waren am Anfang mit dabei, haben da unterstützt, aber natürlich jetzt halt eben alles bei euch läuft. Erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen so die ersten Dinge, wo ihr vielleicht, also es ist ja ein ganz neues Feld. Also war es so, dass ihr da irgendwie ein bisschen Angst vor hattet oder was war so, Aufregung, was ging so damals in euch vor? Also es ist natürlich genau wie du gesagt hast, Andreas und ich kommen ursprünglich
voll aus dem Soundbereich. Ja. Wir haben beide Musik studiert, ganz ursprünglich mal. Andreas hat dann seinen Schrauben wahr gemacht und war tatsächlich auch ein paar Jahre lang Rockstar, was ich auch versucht habe, aber nicht so geschafft. War auf den großen Bühnen der Welt unterwegs mit Ray Garvey, mit Wolfgang Niedecken, mit Leif Aldin. Das wusste ich gar nicht. Und wir haben uns dann im Bereich Corporate Sound, also Sound für Unternehmen, in Andreas Agentur gefunden. Und das ist auch nach wie vor unsere Hauptspielwiese und unser Hauptaktionsbereich. Und das Thema Apps war damals komplett neu für uns beide. Ja, und wir wussten da auch erstmal überhaupt nicht, wie man das angehen soll. Wir haben uns so angeschaut, was wir mit dem Produkt Sonamedic, so wie es da entstanden ist, tun können. Und dann war relativ schnell klar, okay, der damals sinnvollste Weg ist, eine native App zu machen. Das ist einfach zu benutzen für die Leute. Sie können es überall hin mitnehmen. Das ist so das Medium, auf dem das am angenehmsten und am einfachsten zugänglich ist. Und haben uns dann da entsprechend nach Unterstützung umgeschaut. Wir hatten agenturintern Grafik, auch Texter, Audio-Expertise natürlich, aber Apps waren da ein völlig neues Feld. Ja. Und über die Netzbewegung in Ettlingen, quasi Nachbarn von uns, wurdet ihr uns dann empfohlen vom Uwe und Alvin. Ja. Ja, ist auch schon wieder ein paar Tage her. Ja. Das ist auch schon wieder ein paar Tage her, tatsächlich. Sehr schön. Habt ihr den Schritt irgendwann mal bereut, dass er sagt, irgendwie, nee, war genau das Richtige? Also für diese Anfangsphase war das genau das Richtige. Ihr habt uns da natürlich sehr gut unterstützen können in den ersten Schritten, die man, und nicht nur den ersten, sondern auch den weiterführenden Schritten, die man auf diesem Weg in diesem Markt tun kann. Wir sind allerdings irgendwann an den Punkt gekommen, wo klar war, wir brauchen hier mehr Manpower auf dem Projekt. Wir können das nicht als Agenturprojekt weiterführen oder so neben der Agentur weitermachen. Und Ende 2019, als wir auch die erste Version der App bereits umgesetzt hatten, war dann klar, dass zumindest ich Vollzeit die Geschäftsführung von Sonamedic übernehmen werde. Wir haben dann auch eine GmbH aus dem Projekt gemacht. Und dass wir doch einiges damit zu tun haben, so unsere Nische, unseren Platz in diesem Markt auch zu finden und dass wir da quasi permanent Expertise dran brauchen, dass wir da permanent Leute dran brauchen, die sich damit beschäftigen. Als wir damit angefangen haben, hatten wir ja quasi nur das Content-Produktionsteam in-house. Mittlerweile sind da auch über 30 Leute, ich glaube 35 Leute mit beschäftigt und wir haben in der Zwischenzeit unsere eigenen Entwickler auf Android- und iOS-Seite, unseren eigenen Backend-Mann da dran sitzen und sehr, sehr cool. Ja, das war auch ein wichtiger Schritt für uns, weil das der einzige Weg war, um schnell genug und flexibel genug den Anforderungen dieser Unternehmensentwicklung und des Marktes dort zu begegnen. Ja. Also ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Ding, für was man eben gerade mit Agenturen gut arbeiten kann. Also bei euch im Sounddesign dann sicher ein ähnliches Ding. Also eine Agentur ist ja oftmals einfach ein Beschleuniger von Dingen. Gerade wenn ich halt in irgendwas zum Beispiel noch keine Erfahrung habe, braucht das jetzt möglichst schnell. Habe aber keine Zeit, mich da irgendwie einzulernen oder auch gibt ja verschiedene Gründe, warum ich eben das nicht selbst machen möchte. Und sobald ich halt eben merke, okay, das ist ein spannendes Ding, ich möchte das richtig ernst betreiben, macht natürlich auf der einen Seite die Professionalisierung in Form von einer GmbH oder von einer Firma natürlich total Sinn. Und dann muss ich mir natürlich auch über die Zukunftsperspektive Gedanken machen, wie möchte ich das vorantreiben. Macht es denn gerade, wenn das Produkt quasi dieser Firma ist, macht es natürlich auch total Sinn, dann zu sagen, okay, dieses Produkt muss jetzt quasi auch in-house entwickelt werden. Ja. Also wenn ich jetzt quasi höre, mit wie vielen Leuten ihr da mittlerweile unterwegs seid, also die Frage war ein bisschen eigentlich eher so auf das große Ganze bezogen, höre ich jetzt zumindest mal raus, ihr habt es nie bereut, diesen Schritt zu gehen. Diesen Schritt zu gehen haben wir nicht bereut. Nee, wir haben mittlerweile mehrfach gemerkt, dass es absolut nötig war, diesen Schritt zu gehen, auch mit den Herausforderungen, die nach dieser Entscheidung noch so auf uns zugekommen sind. Ich glaube, der allerwichtigste Grund oder
die allerwichtigste Entwicklung war die Notwendigkeit, entsprechend schnell agieren zu können und halt mit dem gesamten Team, UX-Designer, UI-Designer, Entwickler, Content-Produktion, sich täglich an einen Tisch setzen zu können und sehr intensiv gemeinsam darüber zu sprechen und sich gemeinsam darüber auszutauschen, was denn zu tun ist, was anzupassen ist, etc. Wir haben da immer viele schöne Ideen und so ein geflügelter Satz oder ein sehr häufig fallender Satz von unserem Produktmanager ist, tolle Idee, die machen wir auch nicht. Weil ja, die tollen Ideen, die Andreas oder ich oder die wir halt keine Apps machen und versuchen da die Nutzerbrille aufzubehalten, aber wir halt so sehr nah an der Sache dran haben. Die sind meistens nicht mehr als das, die sind ganz gute Ideen, die sind aber meistens doch weit entfernt von dem, was die Nutzerschaft dann tatsächlich möchte und was für die auch wirklich Sinn macht. Und insofern ist es sehr vorteilhaft, da ein Team von Experten dran haben zu können mittlerweile, die erstmal einen gewissen Erfahrungsschatz in diesem Bereich bereits mitbringen, den wir im Bereich Apps natürlich nicht haben, aufgrund unserer Herkunft und aufgrund unserer hauptsächlichen Ausrichtung. Ja, und die einen da auch einfach manchmal einbremsen und sagen, das klingt super, aber lass uns mal einen AB-Test machen mit 100 Leuten und gucken, ob das wirklich so eine tolle Idee ist oder ob ihr das jetzt gerne benutzen wollt. Ja. Also das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Dinge auch mit dem Vertesten, weil ja, im Grunde ist, man kann sich die schönsten Dinge ausmalen, man muss halt einfach gucken, funktioniert es dann halt eben auch in der Zielgruppe. Ist natürlich, wenn man dann das Produkt schon am Markt hat, natürlich sehr, sehr gut, dann auch wirklich AB-Tests machen zu können. Vorher muss man halt irgendwie mit Nutzertests oder Ähnlichem arbeiten, also da gibt es ja diverseste Methoden, aber im Grunde ist es natürlich schon ein schönes Ding, dann halt irgendwie auch wirklich zu sehen, die Menschen, die es benutzen, finden die das dann gut, und da hat man ja oftmals sogar noch ein bisschen die Thematik, also sehr vorhin schon kurz separat mal erzählt, dass ihr mittlerweile, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen gleich ausführen, eher sogar quasi im B2B-Segment unterwegs seid. Genau. Da hast du ja dann teilweise sogar wirklich noch die Problematik, in Anführungszeichen, dass der Mensch, der quasi das Geld gibt, also im Grunde der Kunde ist, nicht mal unbedingt dann direkt der Nutzer ist. Da hast du, also das ist eine Thematik, die es halt eben gerade rund um die Produktthematik ja sehr, sehr häufig gibt. So das ganz klassische Beispiel aus dem UX-Bereich ist so, dass quasi bei Windeln zum Beispiel die Mutter der Kunde ist, aber der Nutzer das Baby. Und natürlich wird der Kunde, die Mutter, kein Geld ausgeben, wenn es dem Nutzer, dem Baby nicht gut tut. Auch wenn er quasi nicht entscheiden kann, was dann jetzt gekauft wird in dem Babyfall. Da hast du ja in so einer Konstellation, das ist ja immer noch mal ein bisschen aufwendiger, dass ich auf der einen Seite quasi, ich sag mal, Bullet Points auf meine Checkliste bauen muss, dass quasi die Firma, die Geld für ausgibt, sagt, ja, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Aber natürlich das Produkt an sich auch dem Endnutzer dann gefallen muss, weil halt sonst, wenn der Kunde dann mit der Zeit rausfindet, okay, das benutzt dann irgendwie weniger Leute, dann ist das ja auch nichts Dauerhaftes. Also das ist ja da in der Konstellation auch nochmal was Schwieriges, was dann zum Vertesten natürlich super praktisch ist. Ja, auf jeden Fall. Was auch tatsächlich jetzt ab Januar, seit wir Sonamedic Business für Unternehmenskunden anbieten, auch nochmal so ein Umdenken und auch viel Umstrukturierung mit sich gebracht hat, da die Einzelnutzer, die wir vorher angesprochen haben, da doch ganz anders unterwegs waren oder eine ganz andere Tendenz gezeigt haben, als es jetzt im Unternehmensbereich der Fall ist. Im Einzelnutzerbereich, klar, gibt es erstmal ganz die vergleichbaren Apps da, Headspace, Calm beispielsweise, Seven Mind hier aus Deutschland, die bewegen sich alle sehr in diesen Achtsamkeits-Meditationsbereich. Im Unternehmensbereich ist das eine Richtung, die ganz vielen Leuten ganz schnell zu esoterisch ist und die da lieber in eine andere Richtung gehen und lieber auf eine andere Art und Weise angesprochen werden und die dann viel stärker zum Beispiel auf den Bereich Soundtechnologie und den Einsatz von Soundtechnologie bei uns anspringen und davon begeistert sind. Und mir persönlich oder uns im Management-Team spielt das sehr gut zu, weil es natürlich auch der Bereich ist, wo wir am meisten Expertise haben, wo wir viel mehr Expertise haben als beispielsweise so in der traditionellen Meditation. Das ist auch was, wo einzelne von uns im Management-Team zwar Erfahrungen drin haben, aber wo keiner so richtig das Gefühl hat, okay, hier können wir jetzt jemanden anleiten und vor allem Leuten, die sich schon
10, 15 mehr Jahre damit auseinandersetzen, tatsächlich irgendwas an die Hand geben, was die weiterbringt. Was den Bereich Sound und Gesundheit angeht, fühlen wir uns da viel wohler und haben auch natürlich einen sehr viel größeren Erfahrungsschatz. Das macht es ja dann auch im Verkaufen dann schon wieder einfacher. Absolut. Also ich kenne euch ja jetzt schon eine ganze Weile, ihr habt da schon immer für gebrannt, aber ich höre es auch jetzt wieder raus, dann ist natürlich da das auch nochmal einfacher, wenn man da eben auf Menschen zugeht. Ja. Ist es da im Businessbereich so, geht es dann eher ein bisschen um quasi am Arbeitsplatz irgendwie über Klänge irgendwie ein bisschen abzuschirmen oder produktiver zu machen, oder geht es eher um quasi zum Beispiel abends was zu hören, um halt eben erholter zu sein, leistungsfähiger dann am nächsten Tag zu werden? In welchem Bereich seid ihr da eher unterwegs? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich und da ist hilfreich, dass wir diese verschiedenen Kategorien, die verschiedenen Bereiche auch relativ gleichmäßig ansprechen, also gesunden Schlaf finden, Konzentration, Fokus stärken, Stress abbauen, dann ganz klassisch einfach Entspannung fördern. Das von Unternehmen zu Unternehmen anders und auch von Schwerpunkt des Mitarbeiterfeldes ganz anders. Also ab und zu sprichst du die Produktionsmitarbeiter an, die überhaupt keine Lust haben, sich irgendwie nach einer langen Schicht abends dann noch irgendwie lang irgendwas reinzuziehen. Die musst du ganz anders abholen als jetzt zum Beispiel ein Management-Team in einem IT-Unternehmen oder in einem Consulting-Unternehmen, wo die Nutzer tatsächlich in erster Linie uns das Feedback geben, hey, wir finden Sonamedic super 10 Minuten vor dem Meeting. Wir hören uns vorher ein Programm an, was dazu passt und holen dann einfach nochmal so die 5-10% mehr aus einem Consulting-Gespräch oder aus einem Meeting, aus einem Austausch mit einem Kunden heraus. Super spannend. Also guckt euch die App auf jeden Fall mal an. Ist es denn eine separate oder ist es eine App quasi? Es ist eine und dieselbe App. Mit unterschiedlichen Zugängen dann halt wahrscheinlich. Unterschiedlichen Kategorien, die du da drin auswählen kannst und unterschiedlichen Schwerpunkten von Programm zu Programm. Genau. Wie ihr jetzt gehört habt, gibt es eben die Business-Version, also von dem her einfach mal zum eigenen Chef gehen und sagen, hier, ich habe da was gehört. Ich denke, ihr könnt den Phil einfach direkt kontaktieren. Der kriegt da für die Geschäftsführer und Firmen mit Sicherheit ein gutes Paket hin. Na klar. Was war denn so auf der ganzen Reise, die jetzt mittlerweile, gute 3 Jahre sind es mittlerweile, glaube ich, genau, 3 Jahre. 2017 haben wir angefangen, 2018 wurde die Firma gegründet. Ja. Was ist denn so für dich so eines der größten Learnings aus der ganzen Zeit? Also eine der größten Herausforderungen, damit verbunden dann auch mit das größte Learning war, in diesem Bereich die Nutzerbrille aufzuziehen und auch aufzubehalten, um nicht in die gute Idee, die machen wir auch nicht, Falle zu treten. Und da profitieren wir natürlich sehr von dem zwischenzeitlich sehr stark gewachsenen Team und den unterschiedlichen Fachleuten für Bedienkonzept, für UI, für verschiedene Entwicklungsfragen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir da in den letzten 12 Monaten vor allem verstärkt mitnehmen konnten. Und wo das auch nochmal eine ganz andere Komplexität bekommen hat oder in diesem Bereich mit der App eine ganz andere Komplexität hat, als das jetzt zum Beispiel in einem Soundbranding-Konzept oder in einem Soundbranding-Projekt in der Agentur der Fall ist. Dann da arbeitest du natürlich auch mit einem Team zusammen, aber das sind dann doch eher so 5 bis 10 Leute statt 30 bis 40 plus mehr. Ja, das ist eine andere Nummer. Und ich meine, ihr habt ja auch den riesen Vorteil, dass ihr mittlerweile da halt eben ja auch eine Nutzerbasis habt, über die ihr zum Beispiel diese AB-Tests machen könnt und so weiter. Ja. Da ist es natürlich dann auch nochmal einfacher, in Anführungszeichen, eben richtige Entscheidungen zu treffen, da halt eben auf viel Wissen halt eben zugreifen kann. Super, wo ist denn, was würdest du sagen, wo würde es euch gerne noch hintreiben? Was ist so ein bisschen das Ziel, was ihr noch erreichen wollt? Gibt es denn eins? Seid ihr einfach vielleicht auch aktuell schon einfach glücklich? Also im Moment entwickeln sich 2 Dinge sehr stark und für mich auch sehr spannend weiter. Das eine ist die Ausrichtung in den Unternehmensbereichen, die betriebliche Gesundheitsförderung oder in den BGM-Bereich. Da gibt es noch viel zu tun, was so Zertifizierungsschritte angeht, damit Sonamedic auch von der Kasse bezahlt wird oder vom Arzt verschrieben werden kann. Hier tun sich wieder völlig neue Felder auf, wo auch neue Expertise und neues Fachpersonal wieder mit ins Team gekommen ist. Und Medizinprodukt ist auch ein sehr großes, spannendes Thema. Ja. Das ist richtig. Ja, so weit ist es noch gar nicht. Es ist tatsächlich immer noch ein unterstützendes, begleitendes Lifestyle-Produkt, aber trotzdem mit einer anderen Ausrichtung und anderen Herausforderungen, als das ganz ursprünglich
der Fall gewesen ist. Und die zweite spannende Entwicklung ist tatsächlich so die Weiterentwicklung von unserem Soundkonzept. Hier geht es gerade weiter und weiter in den Schwarzwald. Und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren im Zuge von Filmvertonungen, die wir früher gemacht haben, etc., mit dem Bereich Field Recording, also Aufnahmen von Naturereignissen, von den Sounds, die so in deinem Alltag um dich herum passieren. Und es war tatsächlich von Anfang an auch ein Bestandteil des Sonamedic Sounds und des Sonamedic Konzepts. Ich meine, dass Naturklänge angenehm sind und uns beruhigen können, unsere Entspannung fördern und so, ist kein Geheimnis. Es war allerdings bisher mehr so ein Add-on zu den Kompositionen und zu den Soundscapes und den Musiken, die wir dafür entwickelt haben. Und es wird mittlerweile immer mehr und mehr Dreh- und Angelpunkt des Soundkonzepts. Und das finde ich persönlich als Soundmensch natürlich sehr spannend. Und es macht auch unheimlich viel Spaß, dieses Konzept zu verfeinern und da präziser zu werden und das immer weiter zu erarbeiten. Wir sind gerade an verschiedenen Schwarzwald-Tourismusstellen dran, die uns ermöglichen, dass wir jetzt nicht nur Ambience-Aufnahmen machen von einem schönen Ort dort, wo die Vögel zwitschern und die Blätter leise im Wind rascheln, sondern dass man auch so komplexe Themen angehen kann, wie es gibt hier eine schöne Schlucht, die Ravenna-Schlucht beispielsweise, oder eine tolle Höhle, in der man Impulsantworten für Faltungshallalgorithmen bekommen kann. Ja, und dann den Hall-Effekt, der beispielsweise in einer bestimmten Soundwelt, in einem bestimmten Programm von uns ist, nicht einfach nur durch ein Plugin oder ein Hallgerät, wie es jeder benutzen kann, kommt, sondern man den tatsächlich aus dieser Höhle hat, aus diesem Ort. Und wir es damit schaffen, das Thema Schwarzwald oder den Bereich Schwarzwald, der ja unsere Heimat ist und der so auch jeden Tag uns hilft, den Entspannungseffekt und den Lifestyle-Effekt, das Wohlbefinden in unser Produkt zu bringen, da noch schärfer zu zeichnen und den noch schwerer zu gewichten. Sehr, sehr cool. Also ich glaube, da ist natürlich jetzt auch nochmal schön zu sehen. Es ist ja immer toll, wenn man irgendwie so die Background-Story kennt oder halt eben da auch eben, wie vorhin schon gesagt, man hört bei dir raus, du brennst da wirklich dafür. Aber wirklich auch eben gerade, das ist jetzt nicht nur einfach mal zu hören, sondern halt irgendwie so ein bisschen die Geschichte dahinter zu kennen, was da so gemacht wird, finde ich grandios. Von dem her ganz lieben Dank. Ich glaube, wir sind mit den Fragen an sich auch durch. Es soll ja nicht ewig ausdauern, aber ich kann euch im Grunde nur empfehlen, ladet es euch mal runter, probiert es im Grunde einfach mal aus. Wir werden auch den Link zur App natürlich einblenden, werdet ihr hier unter dem Video finden. Ganz, ganz lieben Dank für das Interview. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich drücke euch alle Daumen, dass ihr das gut hinbekommt und da wirklich auch in der Zukunft richtig viel Gas geben könnt. Vielen lieben Dank dir. Vielen lieben Dank dir. Danke.